Die FS Expo 2026 ist vorbei. Ich habe mich in der Folgewoche ausgiebig damit beschäftigt und wenn man sich anschaut, was dort alles gezeigt, angekündigt und angedeutet wurde, dann kann man schon sagen, für den Microsoft Flight Simulator 2024 und die virtuelle Fliegerei im Allgemeinen war das eine wichtige Veranstaltung. Es ging dabei nicht nur um neue Flugzeuge und neue Landschaften. Es war vor allem spannend, weil man sehr deutlich sehen konnte, der Microsoft Flight Simulator 2024 soll weiter wachsen. Auf PC, Xbox und PlayStation. Dazu kommen neue Hardware-Produkte, neue Marketplace-Themen, neue Updates und natürlich auch wieder die große Frage, wird der Simulator wieder einfach nur größer und vieles angekündigt oder wird er endlich auch zuverlässiger? Genau darum geht es in diesem Video. Wir schauen uns die wichtigsten Themen der FS Expo 2026 an. Was gab es Neues zum Microsoft Flight Simulator? Was kommt auf den unterschiedlichen Plattformen? Welche Hardware wurde vorgestellt und welche Software-News sind wirklich wichtig, ohne dass wir uns in jeder einzelnen Kleinigkeit verlieren? Habt ihr darauf Bock? Dann bleibt dran und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Fangen wir mit Microsoft selbst an. Die Flight Sim Expo 2026 fand vom 12. bis 14. Juni in St. Paul, Minnesota statt. Microsoft war dort wieder offiziell vertreten und hat in diesem Jahr den Microsoft Flight Simulator 2024 nicht nur auf PC und Xbox gezeigt, sondern erstmalig auch auf PlayStation 5 inklusive PSVR 2. Ein direkt verfügbares Highlight war das City Update 15. Dieses konzentriert sich auf Illinois, Minnesota und Wisconsin und passt damit natürlich perfekt zum Veranstaltungsort. Mit dabei sind unter anderem bekannte Städte und Regionen wie Chicago, Minneapolis, St. Paul und Milwaukee. Das Update ist ab sofort auf allen Plattformen kostenlos verfügbar und bringt wieder neue, detailliertere Stadt- und Landschaftsdaten in den Simulator. Das ist auf den ersten Blick klassischer Microsoft Flight Simulator Stoff. Schöne Städte, neue Szenerie, bessere Darstellung, mehr Atmosphäre. Aber man muss es auch richtig einordnen. Ein City-Update ist schön. Es erweitert die Welt. Es macht bestimmte Regionen sehenswerter. Aber es löst natürlich keine grundlegenden Probleme. Wenn jemand auf der Konsole mit Speicherproblemen, Abstürzen oder Performance-Schwankungen kämpft, dann wird ein neues City-Update daran erstmal nichts ändern. Diese Balance ist wichtig. Die FS Expo zeigt neue Inhalte. Ja. Aber die Community schaut inzwischen genauer hin. Viele fragen nicht mehr nur, was kommt als nächstes, sondern, und das gerade auf Konsole, wann läuft das Vorhandene denn endlich zuverlässig? Das zweite große Microsoft-Thema war die Piper M600 von FS Reborn als Expert Series 2. Und das ist aus meiner Sicht aktuell eines der interessantesten Flugzeugthemen. Die M600 ist ein modernes, einmotoriges Turboprop-Flugzeug mit hochwertiger Avionik, Garmin G3000, Sicherheits- und Assistenzsystemen und einer sehr modernen Ausrichtung. Kein klassischer Oldtimer, kein historischer Jet und auch kein einfaches Standardflugzeug für mal eben eine Platzrunde. Sie ist eher etwas für Nutzer, die moderne General Aviation mögen, aber trotzdem eine gewisse Systemtiefe wollen. Genau das soll die Expert Series in den Simulator bringen. Hochwertigere, detailliertere Umsetzungen. Es geht nicht nur um die Außenansicht und ein hübsches Cockpit, sondern um Systeme, Abläufe, Avionik und ein glaubwürdigeres Fluggefühl. Für viele PC-Nutzer ist das sowieso interessant, aber auch für Xbox- und PlayStation-User ist es ein wichtiger Punkt, sofern, Achtung, solche Inhalte sauber auf Konsole laufen. Denn gerade auf den Konsolen ist hochwertige First-Party und offiziell eingebundene Qualität besonders wichtig. Dort kann man nicht frei installieren, testen, modden oder ausweichen wie am PC. Was über den InSim Marketplace kommt, muss einfach funktionieren. Punkt. Die Piper M600 von FS Reborn ist ab sofort kostenpflichtig auf allen Plattformen verfügbar. Und damit sind wir schon beim nächsten großen Thema, dem Marketplace. Der Marketplace war auch auf der FS Expo wieder ein wichtiger Punkt. Microsoft möchte hier mehr Struktur, bessere Sortierung, bessere Bedienbarkeit und eine klarere Präsentation schaffen. Es ging um Themen wie tägliche Veröffentlichungen, bessere Auffindbarkeit, kuratierte Bereiche, bessere Gamepad-Navigation und auch darum, fragwürdige oder, und jetzt Achtung, gar manipulierte Bewertungen einzudämmen.
Es konnten auf der Veranstaltung freilich von offizieller Seite her keine Namen genannt werden. Ich hingegen habe damit wenig Bauchschmerzen. #mScenery. Was zur Hölle ist da los? Wie viel Dreck wird noch auf den InSim-Marktplatz geschwemmt? Das kann so nicht weitergehen und es ist längst überfällig, dass hier einmal so richtig aufgeräumt wird. Und nicht nur das, es muss auch wieder eine klare Linie gefunden werden, um verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Der InSim-Marktplatz ist seit Jahren eines der größten Reizthemen im Microsoft Flight Simulator. Nicht, weil die Idee schlecht wäre, im Gegenteil, ein zentraler Marktplatz, der auf PC, Xbox und PlayStation funktioniert, ist eine starke Sache. Und es ist nicht nur gut, dass Microsoft den Marketplace weiter anpacken möchte, sondern ein Muss. Entscheidend ist, dass Produkte besser geprüft werden. Entscheidend ist, dass Plattformen fairer und transparenter behandelt werden. Und entscheidend ist auch, dass ein Nutzer vor dem Kauf besser erkennen kann, was er wirklich bekommt. Mehr Inhalte sind schön und mehr Veröffentlichungen sind toll, aber am Ende zählt nicht die Menge, sondern die Qualität. Wichtig ist auch, dass die guten und ehrlichen Entwickler am InSim-Marktplatz nicht durch manipulierende Blender in den Hintergrund geraten. Und da sehe ich Microsoft Asobo ganz klar in der Verantwortung. Der Marktplatz an sich ist ein so umfangreiches Thema, welches inhaltlich ein eigenes Video füllen könnte, ohne Probleme. Lasst uns gerne hier unter diesem Video in den Kommentaren darüber austauschen, wie ihr die aktuelle Lage am InSim-Marktplatz wahrnehmt. Wir gehen hier einmal thematisch weiter, denn über Updates allgemein wurde selbstverständlich auch gesprochen. Und das ist deshalb interessant, weil Microsoft nicht nur Inhalte zeigen kann, sondern auch an den technischen Baustellen weiterarbeiten muss. Sim Update 5 und die nachfolgenden Themen rund um Sim Update 5.1 haben gezeigt, dass der Microsoft Flight Simulator 2024 weiterhin empfindlich ist. Besonders auf Konsole sind Low-Memory-Probleme, Avionik-Probleme und Stabilitätsfragen aktuelle Themen. Und genau das darf man meiner Meinung nach in einem Video zur FS Expo nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn es wäre viel zu einfach zu sagen, juhu, neues City-Update, neue Piper und so weiter, also alles gut. Naja, so einfach ist es nicht. Die FS Expo mit all ihren Inhalten macht Hoffnung, aber sie löscht die bisherigen Probleme nicht. Viele User wollen nicht wissen, was demnächst kommt. Sie wollen wissen, ob der Simulator zeitnah stabiler wird. Das während der Veranstaltung gezeigte Sim-Update Nummer 6 scheint hier eher ein Werkstatt-Update zu werden. Also weniger ein Update nach dem Motto, schaut mal, hier ist das große neue Feature, sondern eher ein Update, bei dem im Hintergrund viel verbessert wird. Es geht unter anderem um bessere Visualisierungen für Luftströmungen, um Tools für Entwickler, um Helikopterthemen, Turbulenz, Nachtbeleuchtung, den Karrieremodus und die Rückkehr von Buschtrips. Das klingt vielleicht nicht für jeden spektakulär, aber solche Dinge sind wichtig. Die Grundlage muss stimmen, Flugverhalten glaubwürdig sein und Entwickler benötigen die passenden Werkzeuge dafür. Das System darf nicht nur auf dem Papier gut klingen, sondern muss im Alltag funktionieren. Die Sim Update 5.1 Beta läuft nach wie vor und wir hoffen auf baldige Besserung grundlegender Themen, vor allem auf Konsole. Ein weiteres Thema war World Update 22 mit den US National Parks. Dieses Update soll rund um den 4. Juli erscheinen und bringt zahlreiche Nationalparks und Monumente in den Simulator. Dazu wurde auch der Goodyear Blimp gezeigt und später im Jahr sollen die National Championship Air Races folgen. Optisch ist das Ganze natürlich ein sehr dankbares Thema. Nationalparks, Monumente, Luftschiffe, Air Races, das ist genau der Stoff, aus dem schöne Trailer gemacht werden. Und ja, das gefällt mir. Im Trailer sind jeweils am Ende der verschiedenen Themen alle Plattformen aufgeführt, weshalb wir davon ausgehen dürfen, die Inhalte kommen für PC, Xbox und PlayStation. Kommen wir jetzt zum großen Hardware-Block, der in diesem Jahr wirklich spannend ist. Beginnen wir mit Thrustmaster, denn Thrustmaster hat auf der FS Expo 2026 einige neue Produkte gezeigt, aber das wahrscheinlich wichtigste aus Sicht vieler Konsolen-User ist das TCA Sky Yoke. Dieses ist ein neues All-in-One-Yoke-System für General Aviation. Also genau für die Art von Fliegerei, die viele im Microsoft Flight Simulator lieben. Cessna, Piper, Beechcraft, kleinere Maschinen, entspannte VFR-Flüge, aber auch ernsthaftere IFR-Flüge mit einem klassischen Steuerhorn. Das Entscheidende ist aber nicht nur, dass es ein neues Yoke ist. Das Entscheidende ist die Plattformunterstützung. Thrustmaster spricht von PC,
Xbox Series X und S sowie PlayStation 5. Und das ist ein starkes Signal. Gerade auf PlayStation 5 war und ist die Peripheriesituation seit dem Release des Microsoft Flight Simulator 2024 ein Witz. Viele Nutzer haben monatelang darauf gewartet, dass es endlich mehr als so gut wie nichts gibt. Der HOTAS 4 war praktisch die naheliegende Lösung, aber häufig schlecht verfügbar oder preislich nicht attraktiv. Dazu kamen dann noch Rudder Pedals, aber ein breiteres Ökosystem gab es nicht. Wenn jetzt ein Yoke kommt, das offiziell PC, Xbox und PlayStation unterstützt, dann ist das für die Konsolenwelt sehr wichtig. Nicht nur für PlayStation, sondern auch für Xbox. Denn auch dort ist jede neue, vernünftige Hardware-Option willkommen. Das TCA Sky Yoke bringt mehrere Achsen, integrierte Schubsteuerung, Trimmung, Rudersteuerung, viele Buttons, einen Point-of-View-Head, einen Ministick und analoge Trigger mit. Das klingt nach einem Gerät, das bewusst nicht nur als reines Steuerhorn gedacht ist, sondern als kompakter Einstieg in ein vollständigeres Cockpit-Setup. Aber, und das ist wichtig, erst testen, dann jubeln. Papierdaten sind das eine, das echte Gefühl am Yoke ist das andere. Wie sauber ist die Mechanik? Wie präzise sind die Achsen? Wie gut hält das Yoke auf dem Tisch? Wie sinnvoll sind die Buttons belegt? Wie gut funktioniert das Ganze denn wirklich im Alltag? Genau diese Fragen möchte ich euch beantworten und ich bin zu gegebener Zeit nah dran. So viel schon mal vorneweg. Für die Konsolenlandschaft ist diese Ankündigung jedenfalls vielleicht eine der wichtigsten der gesamten Messe. Dazu kommt der T-Flight HOTAS 5 Microsoft Flight Simulator Edition für PlayStation und PC. Entsprechende Inhalte dazu gibt es bereits auf meinem Kanal, ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Thrustmaster geht also vorneweg, gerade wenn es um Konsole geht und das ist stark. Neben Thrustmaster war auch Moza wieder ein großes Thema, die ihr modulares Cockpit-Ökosystem am PC weiter ausbauen und punktuell hochinteressant ergänzen. Da geht es um Panels, Displays, Flight Computer, Autopilot-Module und moderne Cockpit-Bausteine. Besonders interessant das MGX 1000 Instrumentenpanel. Dieses orientiert sich an der Garmin G1000-Welt und ermöglicht mit einem 10,4 Zoll Display, originalgetreuen Bedienelementen und einer reinen USB-Anbindung ein komplettes Glas-Cockpit-Gefühl, ohne dass zusätzliche Grafikausgänge am PC nötig sind. Und das ist besonders spannend, weil viele Home-Cockpit-Bauer genau solche Lösungen suchen. Weniger basteln, mehr Plug-and-Play, mehr Integration. Dazu kommen Module wie das MA3F Electronic Flight Control und das MA3F Flight Computer Display. Diese gehen beispielsweise in die Airbus-ähnliche Bedienlogik. Außerdem gibt es mit dem FMP18 ein weiteres Panelsystem. Moza baut also ganz klar nicht nur einzelne Produkte, sondern ein größeres Ökosystem. Und auch hier die Vorab-Info, freut euch auf begleitende Videos zu den relevanten Moza-Themen hier auf meinem Kanal, ich bin bereits dran. Zu beobachten ist, die Flight Sim Hardware wird modularer. Früher hatte man Joystick, Yoke, Throttle und vielleicht Pedale. Heute geht es immer stärker um komplette Arbeitsplätze. Autopilot hier, Display dort, Panel daneben, Force Feedback Base in der Mitte und je nach Flugzeugtyp ein anderes Setup. PC-Nutzer haben hier die größte Freiheit und da brauchen wir uns nichts vormachen, das wird auch immer so bleiben. Xbox-Nutzer sind eingeschränkter, PlayStation-Nutzer stehen noch am Anfang eines neuen Hardware-Ökosystems. Auch Turtle Beach war mit neuer Hardware vertreten. Hier ging es unter anderem um neue Velocity One-Themen, also Flightstick und Throttle-Lösungen. Turtle Beach bleibt somit am Flight Sim-Markt aktiv, was zeigt, dass der Hersteller diesen Bereich nicht als kurze Modeerscheinung sieht. Mit dem Velocity One HOTAS wird es eine Komplettlösung geben. Beide Elemente daraus sind jedoch auch einzeln erhältlich und werden unter den Namen Velocity One Flightstick 2 und Velocity One Dual Throttle laufen. Bei der Kompatibilität ist mir Folgendes aufgefallen und man muss darauf achten. Stand jetzt ist das Set und der Flightstick 2 sowohl mit PC als auch Xbox kompatibel. Der Dual Throttle hingegen ist im alleinigen Betrieb nur mit PC kompatibel. Achtet bitte darauf. PlayStation geht an dieser Stelle leider bisher komplett leer aus, was ärgerlich ist. Weitere namhafte Aussteller waren vertreten: Force Feedback Yokes, modulare Cockpits, professionelle Panels,
Eye-Tracking-Lösungen und neue Display-Ansätze. Der Trend ist klar. Die Simulation im Allgemeinen rückt immer näher an echte Cockpit-Erfahrungen heran. Gerade Force Feedback wird langfristig wieder wichtiger. Wer einmal ein gutes Force-Feedback-System genutzt hat, weiß, dass es das Fluggefühl massiv verändern kann. Man steuert nicht mehr nur eine Achse, sondern bekommt Rückmeldung. Druck, Widerstand, Trimmung, Kräfte, all das kann den Unterschied machen zwischen ich bewege ein Eingabegerät und ich fühle ein Fluggerät. Ja, solche Lösungen sind meist noch sehr hochpreisig, aber diese Entwicklungen treiben den Markt insgesamt nach vorne. Kommen wir jetzt noch kurz zu den wichtigsten Software-News. Und hier halte ich es bewusst kompakt, weil der Fokus dieses Videos auf dem Microsoft Flight Simulator 2024, Plattformen und Hardware liegt. Navigraph bleibt beispielsweise für viele IFR- und Airliner-Piloten ein zentrales Werkzeug. Neue Themen wie Oceanic Tracks, VFR-Erweiterungen und weitere Avionik-Integrationen zeigen, dass Navigraph immer mehr zur Planungs- und Kartenzentrale für ernsthafte Simmer wird. Say Intentions AI zeigt, dass künstliche Intelligenz im Flugsim weiter an Bedeutung gewinnt. Sprachsteuerung, ATC-ähnliche Kommunikation, Trainings- und Immersionsfunktionen. Das kann alles sehr spannend sein, solange es im Alltag zuverlässig funktioniert und nicht mehr stört als hilft. SoFly arbeitet weiter an Immersion, Sounds und Kabinenansagen. Das ist kein Kernsystem des Simulators, aber für viele Nutzer durchaus interessant. Atmosphäre im Flug entsteht nicht nur durch Grafik, sondern auch durch Geräusche, Ansagen und kleine Details. Und dann gibt es noch Tools wie Glassout oder beispielsweise EFBX, die vor allem für PC-Nutzer, Home-Cockpits und so weiter spannend sein können. Displays auf Zusatzbildschirme bringen, EFB-Funktionen erweitern, Workflows verbessern. Das sind jetzt alles keine Themen, die jeder unbedingt braucht, aber es zeigt, wie breit das Ökosystem rund um die virtuelle Fliegerei inzwischen geworden ist. Bei aller Freude bleibt in Bezug auf den Microsoft Flight Simulator 2024 die wichtigste Frage, und da schließt sich der Kreis: Wann wird der Simulator endlich wieder stabiler? Neue Hardware bringt wenig, wenn der Simulator abstürzt. Neue Flugzeuge bringen wenig, wenn sie auf Konsole nicht zuverlässig laufen. Neue Marketplace-Funktionen bringen wenig, wenn Qualität und Plattformverfügbarkeit nicht stimmen. Und neue Updates bringen letztlich auch wenig, wenn nach jedem Update wieder neue Baustellen entstehen. Die FS Expo 2026 macht Hoffnung. Sie zeigt, dass rund um den Microsoft Flight Simulator 2024 jede Menge passiert. Aber sie ist kein Freiflugschein. Jetzt müssen die Ankündigungen im Alltag ankommen auf PC, Xbox und PlayStation. Mein Fazit zum FS Expo Wochenende ist positiv, aber nicht blind euphorisch. Die Hardware-News beispielsweise sind teilweise richtig stark. Gerade das Thrustmaster TCA Sky Yoke wird für Konsolen-User ein wichtiges neues Kapitel eröffnen. Und Moser zeigt einmal mehr, wie ernst der Hersteller den Flight-Sim-Bereich nimmt. Aber Microsoft Asobo muss weiter liefern. Nicht nur in Trailern, nicht nur in Veranstaltungen, sondern im täglichen Betrieb des Simulators bei dir und mir zu Hause. Stabilität, Performance, Speicherverwaltung, Marketplace-Qualität und faire Plattformunterstützung bleiben die entscheidenden Punkte. Genau deshalb werde ich auch diese Themen oder gerade diese Themen weiter für euch im Blick behalten. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was für euch das wichtigste Thema der FS Expo 2026 war. Für einen kompletten Überblick und weitere Details verlinke ich euch die FS Expo Homepage in der Videobeschreibung. Für Fragen und Ergänzungen nutzt bitte ebenfalls die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Wenn euch dieser Inhalt gefallen hat, dann lasst zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert und aktiviert die Glocke, um keinen der kommenden Inhalte hier auf Andiana TV zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf und bleibt gesund, ich bin raus.